Mein Name ist Suna Tanisch. Ich arbeite seit 2019 als Leitung hier im Frauenhaus in Oberhausen, bin aber schon 18 Jahre als Mitarbeiterin hier im Frauenhaus tätig. Wenn eine Frau hier anruft, dann kommt es immer darauf an, worum es geht. Kann die Frau sofort zu uns kommen? Benötigt sie sofort einen Platz oder plant sie erst einmal zu uns zu kommen? Das wird abgeklärt. Kommt sie alleine? Und dann werden Fragen geklärt, was sie mitbringen sollte, worauf sie achten muss. Kinder können in der Regel mitgenommen werden, das ist überhaupt kein Problem. Das ist immer wieder eine Platzfrage. Da muss vorher angerufen werden und das abgesprochen werden am Telefon. Was wichtig ist, wenn Frauen Jungs haben, dann sollten sie das vorab auch mit dem Frauenhaus klären, weil nicht alle Frauenhäuser Jungs bis 17 aufnehmen. Wir machen das hier im Frauenhaus in Oberhausen, aber manche Frauenhäuser nehmen nur Jungs bis 12 oder bis 14 auf. Aber dann wird auch noch mal mit der Frau geklärt, was passiert mit dem Kind, was kann man da machen, dass das Kind anders untergebracht werden kann. Frauen, die ins Frauenhaus kommen, werden natürlich von uns unterstützt. Sie bekommen hier Hilfe, Beratung. Als erstes ist es die Existenzsicherung. Viele Frauen fragen sich, was mache ich, wenn ich im Frauenhaus bin? Wie bekomme ich zum Beispiel Essen für meine Kinder? Wie kann ich jetzt einkaufen? In der Hinsicht helfen wir den Frauen. Wir stellen Anträge mit den Frauen, zum Beispiel beim Jobcenter. Wir helfen den Frauen natürlich auch in anderen Belangen, zum Beispiel in juristischen Belangen, in ausländerrechtlichen Belangen. Wir beraten gerne auch in verschiedenen Sprachen. Das ist Arabisch, Türkisch, Niederländisch und Englisch. Im Frauenhaus muss keine Frau sich ein Zimmer teilen. Sie teilen sich höchstens mit ihren eigenen Kindern ein Zimmer oder auch mehrere Zimmer, wenn sie denn mit mehreren Personen ins Frauenhaus kommen. Es müssen andere Räumlichkeiten geteilt werden, wie die Küche, vielleicht noch ein Bad. Also hat die Frau eine Privatsphäre und das ist uns auch sehr wichtig. Wir machen sehr viele Angebote. Das bedeutet, dass die Frauen hier mit uns Ausflüge machen können, dass die Kinder hier auch von einer Erzieherin Angebote bekommen in verschiedenster Hinsicht, ob das Basteln ist, ob das die Malschule ist und noch viele andere verschiedene Dinge. Eine Frau, die in Oberhausen lebt, sollte in der Regel nicht in das Frauenhaus in Oberhausen kommen und das aus Sicherheitsgründen. Die Frau sollte dann natürlich hier bei uns anrufen, wir helfen ihr weiter und besprechen das auch am Telefon mit der Frau, ob es Sinn macht, dass sie hier ins Frauenhaus kommt oder vielleicht in ein anderes Frauenhaus gehen sollte. Unsere Telefonnummer steht überall im Internet und Frauen können natürlich Kontakt zu uns aufnehmen durch unsere Mailadresse. Wir schauen, was hat die Frau erlebt, wie können wir sie unterstützen, wie können wir sie auch weiter vernetzen. Zum Beispiel arbeiten wir sehr, sehr eng mit der Frauenberatungsstelle zusammen. Da können die Frauen auch hingehen und auch dort Beratung bekommen. Also wir versuchen wirklich da in vieler verschiedener Hinsicht Unterstützung und Hilfe zu bieten.